Wenn ich überlege, welchen Trail ich als nächstes laufen möchte, ist für mich eine Frage mal besonders wichtig. Kann ich unterwegs mit meinem Zelt draußen überhaupt schlafen? Denn genau das macht für mich einen großen Teil des Abenteuers aus. Und gerade in Deutschland, wie wir wissen, ist das legal allerdings gar nicht so einfach. Und trotzdem gibt es ein paar besondere Trails, auf denen man meistens draußen übernachten kann, ohne eine einzige klassische Unterkunft buchen zu müssen. Für meine Touren teile ich mögliche Wege deshalb in 4 Kategorien wirklich ein. Und Kategorie 1 ist die beste. Komplett frei und ohne Reservierung draußen schlafen. Bei Trails der Kategorie 2 kann man ebenfalls mitten in der Natur übernachten, muss sich aber vorher einen konkreten Spot anmelden oder bezahlen. Und bei Kategorie 3 gibt es zumindest genügend Campingplätze oder andere Optionen, um den gesamten Trail mit Zelt zu laufen, ohne viele Unterkünfte nutzen zu müssen. Bei der 4. Kategorie kommt man halt um feste Unterkünfte einfach nicht herum und solche Trails sind für mich dann persönlich meistens deutlich weniger interessant. Und in diesem Video schauen wir uns deshalb die besten Trails der ersten 3 Kategorien an, von maximaler Freiheit bis zu Wegen, die sich zumindest vollständig mit dem Zelt bewältigen lassen. Fangen wir mit Kategorie 1, draußen wild schlafen, ohne Anmeldung oder zumindest teilweise geduldet. Noch ein Hinweis vorab, die Übersicht stellt keine verbindliche rechtliche Auskunft natürlich dar. Prüfe eure Tour bitte noch einmal selbst, ob die genannten Regeln und Übernachtungsmöglichkeit richtig oder vor allem weiterhin noch aktuell sind. Als erstes zähle ich dazu den Rothaarsteig, 154 Kilometer im Sauerland und Rothaargebirge. Und da muss man schon ganz genau mal auf der Website nachschauen. Ich war selber zweimal da und unter der Frage- und Antwortseite steht da wirklich bei der Frage, kann ich am Rothaarsteig zelten? Außerhalb von Zeltplätzen ist lediglich das Bivakieren, das heißt Schlafen unter freiem Himmel oder in Schutzhütten geduldet. Und das Übernachten auf solchen Trails an Schutzhütten, das zähle ich auf jeden Fall auch als wildes Campen. Man kann also vorbeikommen, wann man möchte, kann ja auch in der Nacht erst ankommen, sein Zelt aufbauen und da dann wirklich für eine Nacht lagern. Und da finde ich, ist das wirklich ein wunderbares Beispiel, dass man da auf dem Rothaarsteig wirklich den Wanderern dieses Vertrauen mitgibt, an diesen Unterkünften wirklich ohne Anmeldung, natürlich ohne Vergütung auch zu übernachten. Ich denke, da ist wirklich die Zielgruppe der Rothaarsteig-Wanderer genannt, also jetzt wirklich kein dauerhafter Lager- oder Campingplatz, aber wenn ihr vielleicht eine erste Tour sucht, wo ihr relativ sicher legal übernachten könnt, eignet sich da meiner Meinung nach der Rothaarsteig auch wegen seiner Länge sehr, sehr gut dafür. Und ein Trail, auf den ich jetzt auch wirklich durch diese Regelung gekommen bin, ist der Forststeig im Elbsandsteingebirge in der sächsischen und böhmischen Schweiz. 105 Kilometer geht er nur, aber dort haben wirklich offizielle Biwakplätze und Trekkinghütten ohne Reservierung. Die einzige Besonderheit ist, es ist nicht kostenlos, sondern man muss sich vorab so ein Trekking-Ticket im Prinzip kaufen und kann dann trotzdem frei übernachten. Also es gibt da keine festen Kontingente an diesen Hütten. Man kommt vorbei, trägt es dann in so eine Karte ein, die man vorher bekommen hat und kann dann da wirklich frei und spontan auch übernachten. Deswegen zähle ich das auch wirklich als vollständige Wildcamping-Übernachtung in der Natur mit ein. Ein etwas längerer Weg, wo das noch möglich ist, ist der Märkische Landweg. 217 Kilometer Uckermark in Brandenburg. Und der führt an mehreren einfachen Biwak- und Zeltplätzen vorbei. Und auch da ist es komplett frei und spontan möglich. Im Gegensatz zum Forststeig gibt es da kein Ticket, was man irgendwie vorher kaufen muss. Und da setzt man im Prinzip an diese große Infrastruktur von Biwak- und Zeltplätzen. Das ist wirklich für alle was, die einfach mal spontan Lust haben auf einen Trail, vielleicht vorher nicht lange irgendwas geplant haben, nicht reserviert haben, keine Campingplätze gebucht haben, vielleicht auch nicht so ein Tracking-Ticket haben und da kann man im Prinzip dann einfach auch umsonst schlafen. Wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, dann kommt man auch sehr schnell auf Schleswig-Holstein. Durch das wilde SH-Projekt haben wir dort wirklich 30, 40 legale Trekkingplätze. Und nur bei dem wenigsten muss man sich wirklich vorher anmelden. Das sind einzelne von Privatpersonen, die haben das dann ganz gerne, wenn man sich meldet. Aber bei allen zumindest, wo ich vorher geschlafen habe, war das nicht notwendig. Und ich habe vor 2 Jahren dann den Schleswig-Holstein-Steig selber geplant, von Pinneberg bei Hamburg bis Flensburg, 300 Kilometer, mit dem Gedanken im Prinzip diese Infrastruktur nutzen zu können. Und insgesamt kommen wir da an 8 Trekkingplätzen vorbei, wo kein einziger eine Anmeldung braucht und auch nichts kostet. Allerdings sind da die Etappen ein bisschen größer, also 40 plus Kilometer muss man an diesem flachen Land schon zurücklegen können. Aber man kann natürlich auch nur Teilstrecken laufen, sich selber auch eigene Wege planen, die wirklich von diesen Punkten hin und her führen. Da gibt es wirklich eine sehr gelungene Karte und das ist wirklich so das Wildeste, was ich auch so in Deutschland bisher gesehen habe. Da haben wir auch keine Trekking-Plateaus oder Schutzhütten meistens. Liegt wahrscheinlich auch an der Nähe zu Skandinavien und den nordischen Ländern dort oben.
Und ein Trail, den ich jetzt neu auf meiner 1000 Kilometer Tour durch Deutschland auf dem Nord-Süd-Trail kennengelernt habe, ist der Fördesteig. Der geht noch 95 Kilometer an der Flensburger Förde entlang, komplett der Ostsee folgend. Und da habe ich gesehen, gibt es einen Trekkingplatz. Ich bin nur selber dran vorbeigelaufen, aber da braucht man auch keine Anmeldung, kann spontan vorbeikommen und der liegt wirklich schön. Da ist die Ostsee, dann geht der Trailer lang und da ist ein Feld, wo man ein bisschen runterlaufen kann. Und da kann man einfach sein Zelt legal aufschlagen. Und der Trekkingplatz liegt genau auf der Hälfte. Das heißt, theoretisch, wer wirklich eine sehr sportliche Wanderung macht, könnte diese 95 Kilometer, weil es auch sehr flach ist, mit einer Übernachtung machen. Falls ihr das mit mehreren Übernachtungen machen wollt, könnt ihr den Platz natürlich auswählen und dann vielleicht noch eine Campingplatzübernachtung mit einbauen, denn da gibt es auch sehr, sehr viele von. Ja, und einen Trail musste ich hier noch aufnehmen, der auch in der Nähe liegt, aber nur knapp hinter der Grenze von Deutschland. Auf der dänischen Seite liegt dieser Gendarmensteig. 84 Kilometer und quasi auf der anderen Seite vom Fördesteig auch an der Ostsee lang. Ein historischer Küstenwanderweg mit mehreren einfachen Zeltmöglichkeiten. Wildcamping komplett frei ist da auch erstmal verboten, aber wir haben da ganz viele von diesen klassischen skandinavischen Sheltern. Vielleicht kennt ihr das, ein überdachtes Plateau mit einem Schrägdach, kann man zur Not auch wirklich ohne Zelt sich reinlegen. Und wer mal wirklich dieses skandinavische Trekking ausprobieren möchte, ohne gleich nach Süd- oder Nordschweden zu fahren, der kann das wirklich, wenn er aus Mitte- oder Norddeutschland kommt, knapp hinter der dänischen Grenze machen und quasi aus Flensburg da auch loslaufen. Ja, noch zwei Trails, die ich da knapp dazu zähle, aber aufpassen, offiziell ist es nicht erlaubt, sondern es wird praktisch nur toleriert. Das eine ist eben, wie er hier liegt, der Westweg, den ich 2022 gelaufen bin. 285 Kilometer durch den Schwarzwald vom Pforzheim, wirklich bis ganz nach Süden. Und da wird das Übernachten an den Schutzhütten wirklich teilweise praktiziert. Es gibt da aber auch Ausnahmen, nicht an allen Hütten ist es wirklich gerne gesehen, ist aber wie gesagt nicht pauschal erlaubt. Ich habe es da auch meistens gemacht und ja auch meistens wirklich an den Hütten Leute getroffen und alleine sieht man auch an den zweistöckigen Schutzhütten, manche haben auch wirklich einen Dachboden, wo man sich halt reinlegen kann. Und ich finde, daran sieht man schon, dass es da wirklich toleriert ist, aber es gibt pauschal keine Erlaubnis. Und genauso sieht es auch auf dem klassischen Rennsteig aus, der mich gerade auch sehr interessiert. 168 Kilometer im Thüringer Wald und Frankenwald. Ein sehr traditionsreicher Höhenweg, ich glaube sogar der meistbegangenste Wanderweg in ganz Deutschland, auch mit sehr, sehr vielen Schutzhütten. Und da habe ich einen Prospekt von 2024 gefunden, wo nochmal offiziell drin steht, dass es eigentlich nicht erlaubt ist, es da aber wirklich in der Tat viel praktiziert wird. Deswegen hier keine offizielle Empfehlung, aber das sind zwei Wege, wo das wirklich sehr, sehr viele machen und anscheinend da auch wenig Probleme bei entstehen. Und wenn ich solche Touren auch filme, bin ich nicht nur mit einer Kamera, sondern auch mit einer ultraleichten Drohne unterwegs. Die Hover Air X1 Pro Max ist nur 190 Gramm schwer und passt sogar in Jacken- oder Hüftgurttaschen. Das Besondere an ihr ist die Einfachheit im Gegensatz zu klassischen Drohnen, denn die Hover Air X1 Pro Serie ist darauf ausgelegt, sofort mit einem Knopfdruck aus der Hand zu starten und ganz ohne Smartphone oder Controller zum Beispiel mir automatisch intelligent beim Wandern zu folgen oder durch andere verschiedene fest definierte Bewegungsabläufe, wie zum Beispiel Vogelperspektiven, Rundumschau oder andere Zoom- und Panoramaeinstellungen wirklich einzigartige Aufnahmen zu machen. Für meine Tourenvideos finde ich zum Beispiel den Hover-Modus besonders interessant, da die Drohne durch eine integrierte Stabilisierung dann so fest wie auf einem richtigen Stativ an einem festen Punkt fliegt und sich zu mir dreht, sobald ich vorbeilaufe. Und das Ganze in der Pro Max Variante sogar mit 8K Videoqualität oder 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Und mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h kann sie mir dabei nicht nur beim schnelleren Laufen folgen, sondern ist auch für alle spannend, die zum Beispiel mit Mountainbikes Downhill fahren oder besondere Momente auf einer Bikepacking-Tour festhalten wollen. Und sollte sie mal irgendwo gegen einen Baum oder ins Gestrüpp fliegen, ist das durch das ganz spezielle Highly Elastic Material der Schutzvorrichtung gar kein Problem. Sollte das Akku unterwegs mal leer gehen, kann man die Drohne einfach mit einer kleinen Powerbank während der Tour wieder nachladen. Wenn ihr also eine ultraleichte, vollautomatische Tracking-Drohne sucht, die einfach mitkommt oder euch selbstständig filmt, schaut euch die Hover Air X1 Pro Max mal an. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, das sind alle Wege der Kategorie 1, die ich bisher in Deutschland kenne, aber zum Glück haben wir auch noch die Kategorie 2, die in Deutschland auch immer größer und stärker wächst und vom Konzept ist das auch eine ziemlich gute Idee. Das sind nämlich Wege, wo es die sogenannten Trekkingplätze gibt. Also eine Anmeldung und eine Bezahlung erforderlich ist auch gar nicht so teuer. Das Problem ist da immer, dass diese Trekkingplätze wirklich sehr schnell ausgebucht sind und man sich da wirklich lange Zeit schon vorher um diese Plätze bemühen muss. Auch gerade in der Ferienzeit oder am Wochenende sind das in den Top-Trails und Top-Regionen immer sehr belegte Plätze. Aber hervorheben möchte ich hier den Sohnwaldsteig. Und der ist 85 Kilometer lang.
Sohnwald und Hunsrück und ein sehr abgeschiedener Waldtrail mit offiziellen Trekkingcamps. Und da ist es wirklich konstant von A bis Z möglich, auf diesen Trekkingplateaus zu schaffen. Da gibt es auch, wie ich finde, eine der schönsten Übernachtungsmöglichkeiten legal in ganz Deutschland, nämlich die Schmidtburg, wo man in einer alten Burgruine wirklich legal campen darf. Ich bin ihn auch noch nicht gelaufen, wollte es letztes Jahr schon machen, steht ganz weit oben auf meiner Liste und ich glaube, den werde ich vielleicht im Herbst diesen Jahres auch noch mal laufen, wenn ich dann einen dieser Trekkingplätze noch reservieren kann. Zwei gute, kurze Beispiele, die sich auch für ein Wochenende eignen, sind relativ nah beieinander. Auch ein hervorragendes Beispiel für eine sehr gute Trekkingplatzinfrastruktur und ich glaube noch gar nicht so bekannt wie andere Wege, ist einmal der Diemelsteig. 63 Kilometer, Naturpark Diemelsee. Ist ein sehr kompakter Rundweg sogar mit mehreren Trekkingplätzen. Also das deckt auch die ganze Tour wirklich am Wegesrand da mit diesen Plätzen ab. Und der Uplandsteig, fast genauso lang, 66 Kilometer in Nordhessen, ist ein etwas anspruchsvollerer Rundweg, auch mit einem dichten Trekkingplatznetzwerk. Ein Stück weiter am Edersee gibt es noch den Kellerwaldsteig. Diesmal ein bisschen länger, also nicht mehr für ein Wochenende, sondern eher vielleicht für 5 bis 7 Tage mit 164 Kilometer. Auch im Naturpark Kellerwald-Edersee. Ja, und die Trekkingplätze auch da, die sind relativ neu, die wachsen und die gibt es auch mittlerweile an beiden Schleifen, die man da laufen kann. Also da auch wirklich keine großen Umwege erforderlich und soweit ich es sehe, auch keine Übernachtung irgendwie in Unterkünften oder Campingplatz notwendig. Aber es gibt auch viele Wege, da gibt es zwar Trekkingplätze in den Regionen, aber ich würde mal sagen, es ist sehr schwer, täglich davon Gebrauch zu machen. Also vielleicht muss man dann doch den ein oder anderen Übernachtungsspot auf einem Campingplatz wählen. Aber wo wirklich schöne naturnahe Campingplätze zwischen diesen Trekkingplätzen verteilt sind, war auf dem Eifelsteig. Da bin ich letztes Jahr gelaufen, 313 Kilometer durch die Eifel, hat mir wunderbar gefallen. Vielleicht habt ihr mein Tourvideo darüber gesehen. Ja, und da ist mit Trekking- und Campingplätzen fast komplett alles mit dem Zelt möglich. Ich glaube, wir hatten eine Unterkunft gebucht, zur Hälfte im Prinzip. Das finde ich auch noch okay, wenn eine Tour über eine Woche geht, dann ist 1 oder 2 Übernachtungen wirklich in der Unterkunft gar nicht so schlecht, um im Prinzip mal die Klamotten wirklich waschen zu können, einmal drin schlafen zu können, sich ausruhen zu können und vielleicht, wenn man sich auf dem Campingplatz hat, auch natürlich mal duschen zu können. Zwei Beispiele noch aus dem Schwarzwald, neben dem Westweg, wo es übrigens auch vereinzelt Trekkingcamps gibt. Ich glaube, wir haben auf einem da damals geschlafen. Ist noch der Schluchtensteig mit 119 Kilometer im Südschwarzwald. Dort gibt es auch mehrere Trekkingplätze, die wirklich an oder nahe der Route liegen. Und der Alpsteig im Schwarzwald, 83 Kilometer, ebenfalls im Südschwarzwald. Ist ein sehr steiler Trail vom Hochrhein bis zum Feldberg. Und auch da gibt es dankenswerterweise nun diese Trekkingplatzinfrastruktur. Also es gibt nicht nur Trekkingplätze oder Trekkingplateaus, die man bei solchen Touren nutzen und reservieren kann, sondern es gibt auch manchmal die sogenannten Wasserwanderrastplätze. Leider sind die meistens wirklich nur für Kanuten und Wasserwanderer gedacht. Gerade an der Müritz zum Beispiel ist das, soweit ich weiß, nicht gerne gesehen, wenn man als fußläufiger Wanderer da übernachtet. Aber am Naturpark Altmühltal gibt es den Altmühltal Panoramaweg, 200 Kilometer, auch ein Trail, bei dem ich bis jetzt nur Gutes gehört habe, selber nicht gelaufen bin, ich mag aber generell Flusssteige und dort kann dann teilweise an diesen Wasserwanderrastplätzen übernachtet werden, das ausdrücklich auch als Wanderer, aber nicht einfach frei wie an Biwakplätzen jetzt in anderen Regionen, sondern da auch mit Anmeldung und Bezahlung. Und auch ein Weg, den man komplett mit Trekkingplätzen laufen kann, ist ebenfalls in Nordhessen 85 Kilometer der Habichtswaldsteig. Also da vielleicht geeignet für ein verlängertes Wochenende noch mit einem Tag dahinter, wenn man wirklich auf diesen Plätzen alle übernachten möchte. Und da gibt es genau eben diese 3 Trekkingplätze, die den Weg auch dann relativ in gute Tagesetappen einteilen, ohne dass dann wirklich eine zu groß oder zu kurz ist. Und zuletzt noch 3 längere Trails, wo es zwar Trekkingplätze gibt, die aber bei Weitem noch nicht ausreichen, damit man die ganze Tour da machen kann. Also da muss man wahrscheinlich einzelne Unterkünfte auch auswählen. Das ist einerseits der Saar-Hunsrück-Steig, 415 Kilometer. Das wäre schon der Hammer, wenn man den komplett so abwandern könnte. Im Saarland und der Rheinland-Pfalz, und Trekkingplätze gibt es da vor allem im Nationalparkbereich nur. Auch der Pfälzer Waldweg, 130 Kilometer. Der Pfälzer Wald hat allgemein auch ein wachsendes Netzwerk von Trekkingplätzen, lässt sich auch gut wirklich mit den anderen Trekkingplätzen im Pfälzer Wald kombinieren, wenn man dann diesen Waldweg läuft. Und natürlich einer der längsten Top-Trails in Germany, der Goldsteig, 660 Kilometer im Oberpfälzer Wald und im Bayerischen Wald. Da muss man sagen, gibt es aber relativ wenig Plätze, die sich jetzt insgesamt auf dieser langen Tour dann dafür anbieten.
Und für alle, die dann sagen, Hauptsache mit dem Zelt auf einer Trekkingtour draußen schlafen, für die eignen sich dann noch die Wege der dritten Kategorie, wo wir hauptsächlich Gebrauch von Campingplätzen machen oder vielleicht im Service One-Night-Tent. Denn der ist mittlerweile auch in Deutschland sehr häufig vertreten, wo man wirklich über die App andere Privatpersonen finden kann, die es gestatten, da eine Nacht legal auf dem Grundstück im Garten wirklich zu zelten. Habe ich jetzt auch auf meiner 1000-Kilometer-Tour sehr häufig genutzt. Aber wo wirklich die Campingplatzinfrastruktur super ist und wir wirklich 3 Wahnsinnssteige haben, die sich sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene eignen, ja, sind die 3 großen Flusssteige, die wir noch in Deutschland neben dem Altmühl-Panoramaweg haben, nämlich Rheinsteig, Moselsteig und Ahrsteig. Rheinsteig 320 Kilometer, ich bin ihn komplett gelaufen, habe dazu zugegebenermaßen häufig in Schutzhütten übernachtet, aber wir haben nirgendwo, glaube ich, so viele Campingplätze wie am Rhein oder auch an der Mosel, weil es natürlich ein absolutes Touristengebiet ist und wir auch täglich bei den offiziellen Etappen an Dörfern enden und da wirklich sehr, sehr viele Campingplätze auch direkt an den Flüssen sind. Manchmal auch Wohnmobilstellplätze, wo das Zeltübernachten auch gestattet ist und die finde ich eigentlich relativ ansprechend. Man hat dann manchmal einen kleinen Abstieg von den Klippen, ist dann neben der Bahntrasse oder auch eine Straße, aber ich finde es auf jeden Fall akzeptabel, wenn man ansonsten auch diese schönen Wege verpassen würde. Der Moselsteig 365 Kilometer, Ahrsteig ein bisschen kürzer, auch 100 Kilometer, aber da bin ich mir sicher, kann man auch spontan immer vorbeigehen und wird dann noch einen Zeltplatz auf einen dieser vielen schönen Campingplätze finden. Ja, 2 Beispiele, wo es auch relativ gut möglich ist, aber man teilweise ein bisschen umplanen muss oder die Campingplätze auch mal gut und gerne 2-3 Kilometer vom eigentlichen Weg entfernt sind. Aber ich bin froh, dass es zumindest geht. Da ist einmal der Harzer Hexenstieg, auch ein sehr bekannter Weg durch den Harz, 94 bis 150 Kilometer, je nachdem wie man ihn läuft. Und auch der Hermannsweg im Teutoburger Wald, 156 Kilometer. Und da sind Campingplätze so bei angepasste Etappen wirklich sinnvoll. Also wenn ihr nichts dagegen habt, auch mal eine Nacht in einer Unterkunft zu schlafen oder die Flexibilität habt, wirklich vielleicht mal eine große 40 Kilometer Etappe dort abzureißen, dann geht das schon mit ein bisschen Planung. Und ein langer Weg mal, wo das durchgehende Übernachten an Campingplätzen auch sehr gut möglich ist, ist der Ostsee-Küstenwanderweg E1 mit rund 400 Kilometer. Ich habe selber ja schon an der Ostsee jetzt in Schleswig-Holstein gemerkt, und der Ostsee-Küstenwanderweg, der ist quasi ein bisschen südlicher, schon Richtung Polen. Und da haben wir wirklich sehr, sehr viele Campingplätze, auch klar, weil es eine Urlaubsregion ist. Teilweise natürlich auf den 400 Kilometern auch mal mit größeren oder kleineren Abständen, aber da gibt es wirklich genau wie an den großen Flüssen ein sehr, sehr breites Netzwerk. Ja, wo es nicht so gut geklappt hat, aber ich will ihn trotzdem dazu zählen, weil es ja irgendwie schon möglich war der Heidschnuckenweg mit 223 Kilometer in der Lüneburger Heide. Ihr habt es vielleicht in meinem Video gesehen, ich hatte teilweise gravierende Probleme, auch bei dem harten Wetter und dem Hagel, da zu den Campingplätzen zu gelangen. Da waren auch 40, 50 Kilometer Etappen dabei, da waren große Umwege vom Trail selber, aber das Camping ist möglich, aber führt dann eben zu diesen langen Etappen oder wie gesagt, wenn ihr da bei den ganz großen Abständen eine Unterkunft dazu packt, dann funktioniert das auf jeden Fall auch. Deswegen würde ich den Heidschnuckenweg schon als campbar legal relativ gut bezeichnen. Und ein Weg, den ich noch zuletzt mal auf die Liste packe, aber es selber noch bald testen werde, ist der Malerweg. Denn da sieht es ganz anders aus wie auf dem Forststeig. Da liegen wir auch in der sächsischen Schweiz, aber haben nicht diesen Trekkingpass, um in den Schutzhütten zu übernachten. Der geht 116 Kilometer und soweit ich das jetzt sehe, gibt es da einige Campingplätze. Aber man muss kleine Stücke vom Trail auslassen, mit Umwegen rechnen und ein paar Kompromisse eingehen. Aber dort kann man dann wirklich auch mit dem Zelt eine gute Zeit in dieser Region verbringen und große Stücke vom schon fast legendären Malerweg auch mal sehen. Ja, und gerade hier in der dritten Kategorie muss man natürlich sagen, das ist keine vollständige Liste, sondern es gibt noch viele weitere Wege, wo das mit irgendwelchen Umwegen und Campingplatzübernachtungen auf jeden Fall gut machbar wäre. Und ich habe bis jetzt fast noch keinen Trail in Deutschland gefunden, wo ich es nicht irgendwie geschafft habe, mit dem Zelt zu übernachten, sei es über One-Night-Tent, Campingplätzen, Schutzhütten oder vielleicht einfach privaten Inseraten, wo ich dann spontan mal gefragt habe, ob man da im Garten zelten darf. Also wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und wirklich da diese rechtlichen Richtlinien einhalten will, dann findet man meistens auch in Deutschland Wege, außer wirklich in den harten Naturschutzgebieten. Und dazu sei auch noch gesagt, dass ein Zelt natürlich komfortabler ist, aber damit ist man ein bisschen mehr in der rechtlichen Situation natürlich eingeschränkt, weil es als fester Aufbau gilt. Ein bisschen freier gesehen ist da wirklich das Cowboy-Camping, das komplett zeltlose, unterkunftslose Übernachten. Im einfachsten Fall legt man sich auf dem Boden auf eine Isomatte oder vielleicht maximal noch
in einem Biwaksack und das ist auch der Grund, warum ich mit diesen Biwaksäcken gerade ein bisschen weiter experimentiere, weil ich da ja eine größere Freiheit habe, außerhalb von Naturschutzgebieten mal so ein Biwak zu machen und da ist der Förster auch mal ein bisschen toleranter, wenn man da einfach am Wegesrand sich mal für eine kurze Pause nachts 6 bis 8 Stunden auf den Boden legt. Ja, was mich jetzt wirklich ganz persönlich interessieren würde, kennt ihr noch andere Wege der Kategorie 1 oder vielleicht Wege der Kategorie 2, wo das konstante Übernachten auf Trekkingplätzen möglich ist? Denn ich mache mir gerade auch selber eine Liste, werde die Liste dieser Trails, die ich euch genannt habe, auch unten in die Beschreibung packen und würde mich freuen, wenn wir die vielleicht gemeinsam mal erweitern können, um im Prinzip ja, das Trekking in Deutschland auch mal so ausüben zu können, wie es eigentlich original wirklich outdoormäßig angedacht ist. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen weiterhelfen, würde mich immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.